Einen wunderschönen guten Nachmittag, lieber Trent. Wir heißen dich herzlich willkommen bei Real Madrid. Wir sind sehr stolz darauf, dass ein Spieler deiner Klasse das Trikot unseres Vereins trägt. Von nun an erwartet dich eine große Herausforderung in deiner glänzenden Profikarriere. Und wie unser Präsident bereits gesagt hat, sind wir überzeugt, dass wir in Zukunft viele gemeinsame Erfolge feiern werden. Wir wünschen dir alles Gute und vor allem, dass du und deine Familie in dieser wichtigen Phase deines Lebens sehr glücklich seid. Willkommen bei Real Madrid. Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Das waren die ersten Worte von Emilio Butragueño an Trent Alexander-Arnold. Für die Jüngeren von euch, Emilio Butragueño ist eine dieser legendären Nummer 7 von Real Madrid. Und ich finde, außerhalb des Platzes hat er gestern auch sehr schöne Worte für den Engländer gefunden. Ja, gestern war Trent-Tag bei Real Madrid und ich habe für euch ein bisschen der Vorstellung für euch vorbereitet. Wir hören uns die erste Rede an von Trent Alexander-Arnold und ich kann euch so viel verraten, die hat mich und den Vorstand von Real Madrid mit großen Augen und offenem Mund dastehen lassen. Also eine Überraschung von Trent, die wird euch auch überraschen. Danach habe ich mir noch so 2, 3 Fragen und Antworten rausgesucht, die mal wieder die spanische Presse in keinem guten Licht dastehen lassen. Aber ich glaube, Trent Alexander-Arnold, nach den ersten beiden Fragen wusste er schon, was es bedeutet, bei Real Madrid zu spielen. Ja, und danach unterhalten wir uns heute in dem Video über Rodrigo. Was ist los mit dem Brasilianer? Die Club-WM startet quasi morgen Nacht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr morgens. Naja, mal schauen, wer sich das anschaut. Madrid hat auch noch ein paar Tage mehr Zeit. Madrid startet erst am Mittwoch. Aber was ist mit dem Brasilianer? Ist er Stammspieler von Madrid? Wird er Madrid verlassen? Etc. Was der aktuelle Stand dazu ist, erfahrt ihr natürlich in dem Video und vieles mehr. Also viel Spaß beim Video. Ja, wie ihr gehört habt, was war das denn? Das war der Moment, in dem ich mich geärgert habe, kein Live zu machen. Meine Reaktion hättet ihr sehen müssen, als Trent Alexander-Arnold anfing, auf Spanisch zu reden. Ich dachte, was ist das? Ein fließendes, tolles Spanisch. Und mir hat es gezeigt, der Junge möchte auf dem richtigen Fuß bei Real Madrid ankommen. Das hat er danach in der Pressekonferenz auch gesagt, dass es ihm wichtig war, zu zeigen, wie wichtig es ist, ihm professionell und richtig bei Real Madrid anzukommen. Florentino Perez, der ganze Vorstand, die Bilder, die guckten sich alle an, was ist denn hier los? Die Familie von Trent Alexander-Arnold, die konnten aus dem Schmunzeln nicht rauskommen. Trent Alexander-Arnold nimmt seit Monaten Spanischunterricht und einige schaffen auch noch, ihm das schlecht zu madig zu reden, dass die jetzt behaupten, die Liverpool-Fans können jetzt sauer auf ihn sein, weil er seit Monaten schon Spanisch lernt. Dieser Junge hat mit Liverpool alles gewonnen. Der hat diese Saison eine überragende Saison gespielt. Liverpool ist gerade Meister geworden und er war ein wesentlicher Bestandteil davon. Also die Liverpool-Fans sollten so einer Legende meiner Meinung nach dankbar sein. Aber wir wissen ja, wie Social Media zurzeit funktioniert. Ja, wie dem auch sei, ich meckere über Social Media, aber ich glaube, die klassische spanische Presse ist auch nicht besser. Denn ihr kennt ja die Vorstellung, zuerst wird unterschrieben, dann werden sich Hände gedrückt, Fotos gemacht, Florentino Perez hält eine Rede, der Spieler hält die Rede, die ihr da gehört habt, und dann geht es auch noch auf den Platz, ein paar Mal wird der Ball hochgehalten und danach geht es in die Pressekonferenz. Ja, die erste Frage bei der Pressekonferenz, die klammer ich mal so ein bisschen aus, denn die erste Frage ist immer von Real Madrid TV. Die haben ihn gefragt, wie fühlt es sich an, und man hat in seinen Augen das Strahlen gesehen. Er hat gesagt, er ist sehr nervös, aber er ist sehr glücklich. Er kann kaum erwarten, loszulegen. Jetzt startet auch schon die Club-WM und er ist heiß darauf, endlich für Real Madrid zu spielen. Also sehr schöne Worte. Ja, und dann kam die erste Frage der normalen spanischen Presse, formuliere ich das mal so. Und die erste Frage war schon, ob er als Kind schon Real Madrid-Fan gewesen ist. Da haben die direkt versucht,
ihm einen reinzudrücken, und Trent Alexander-Arnold hat aber die Frage relativ stark umdribbelt. Der hat gesagt, man kann Madrid-Fan sein oder nicht, aber man hat diese Mannschaft zu respektieren. Ich bin aufgewachsen zu den Zeiten, als Real Madrid 3-mal am Stück die Champions League gewonnen hat und danach und davor auch nochmal. Das heißt, er hatte immer größten Respekt vor Real Madrid. Aber ich glaube, jeder weiß, dass Trent Alexander-Arnold schon als kleiner Bub Liverpool-Fan war. Ist ja auch absolut okay. Ja, und wenn man denkt, boah, das ist eigentlich eine miese Frage zum Anfang, ja, dann hören wir uns mal die zweite Frage gemeinsam an. Ich bin Anton Meerner von Cadena Ser Radio. Ich möchte deine Meinung zu Dani Carvajal wissen. Meine Meinung. Also ich denke, er ist vor allem ein fantastischer Spieler. Er hat sehr viele Titel gewonnen und war Teil von äußerst erfolgreichen Teams. Ich habe nur Respekt vor allem, was er auf Vereins- und Länderebene erreicht hat. Er hat so viele Dinge geschafft. Und das erreicht man nicht, ohne sehr viel Talent zu haben und sehr hart zu arbeiten. Also ja, ich habe großen Respekt vor allem, was er erreicht hat. Ihr wisst noch, wie ich euch gestern war das oder vorgestern im Video gesagt habe, die spanische Presse versucht immer das Haar in der Suppe zu finden. Ich glaube, hier geht es eher darum, die spanische Presse versucht bei Real Madrid immer für Unruhe zu sorgen, immer für Probleme. Trent Alexander-Arnold spielt auf der gleichen Position wie ein Dani Carvajal. Das wissen wir, das weiß Trent Alexander-Arnold, das weiß Dani Carvajal, das weiß die ganze Fußballwelt. Trotz alledem ist das direkt eine miese Frage. Was sagst du zu deinem Hauptkonkurrenten auf deiner Position? Und auch da finde ich, Trent Alexander-Arnold hat das toll gelöst. Er hat absoluten Respekt vor dieser Legende. Dani Carvajal, ich habe das schon oft gesagt, für mich der beste rechte Verteidiger in der Geschichte des Fußballs. Wie wichtig er auch vom Charakter und auf dem Platz für die Mannschaften war. Jede Remontada fing mit einer Flanke von Dani Carvajal an. Also das ist alles kein Zufall. Das ist ein Krieger, ein Kämpfer. Hat alles mit Spanien und mit Real Madrid gewonnen. Also wie gesagt, für mich der beste rechte Verteidiger der Welt. Was soll ein Trent Alexander-Arnold da sagen? Naja, wie dem auch sei, es zeigt einfach, wie die spanische Presse funktioniert. Einfach nur versuchen, Mist zu finden oder ja, Dreck aufzuwühlen bei Real Madrid. Ja. Wie dem auch sei, ich habe ihn bis jetzt die ganze Zeit Trent Alexander-Arnold genannt. Ich sollte das ändern. Ich sollte ihn ab jetzt nur noch Trent nennen. Denn das war eine der Fragen, wenigstens eine, die mich interessiert hat. Warum diese Änderung auf Trent? Und hören wir den Protagonisten selber einmal zu. Guten Nachmittag, Trent. Sergio Lopez von LAZ. Apropos Veränderungen, einer der auffälligsten Wechsel bei deiner Ankunft ist das Trikot. Du bist nicht mehr Alexander-Arnold. Wir sehen dich jetzt einfach als Trent. Mich würde interessieren, warum dieser Wechsel und ob du möchtest, dass man dich ab jetzt einfach nur noch Trent nennt? Ja, ehrlich gesagt war das einfach. Immer wenn ich durch Europa reise, ist mir aufgefallen, dass das mit dem Namen für die Leute etwas kompliziert ist. Also, dass es 3 Namen gibt. Alexander-Arnold. Die Leute nennen mich Arnold, sie nennen mich Alexander, sie nennen mich Alex, sie nennen mich Trent. Da passiert vieles. Es gibt viele Varianten. Deshalb habe ich mir gedacht, na schau, wir machen es einfacher, wir machen es leichter. Trent auf dem Rücken, Trent ist mein Name. Und so nennen mich die Leute auch. Er wollte es simpler. Und ganz ehrlich, er wollte es cleaner haben. Und für mich und für die spanische Presse ist das wahrscheinlich auch eine Erleichterung. Vor allem für die spanische Presse. Also in Zukunft wird er von mir nur noch Trent genannt. Wenn das sein Wunsch ist, dann halte ich mich natürlich dran. Ja, wie dem auch sei, schöne Bilder, eine schöne Präsentation. Real Madrid-Fans auf der ganzen Welt ist das Herz aufgeblüht. Einer der besten rechten Verteidiger der Welt trainiert heute zum ersten Mal mit Real Madrid. Heute ist gleichzeitig auch das erste Training von einem Jude Bellingham, von einem Kylian Mbappé. Einige Spieler, Luka Modric etc. kehren heute wieder zurück. Und dann geht die Reise auch schon langsam in die USA. Dann werden sich in den USA Vini, André Lunin und Arda Güler der Mannschaft anschließen. Die Jungs können sich ein bisschen ausruhen, bis der Ernst der Lage wieder anfängt. Ja, wer bei dieser ganzen Tournee dabei ist, ist natürlich Rodrigo. Der Spieler, wo viele Madrid-Fans sich fragen, was ist mit dem los? Der war 5-6 Wochen nicht im Kader, obwohl er nicht verletzt war. Es schien so, als wenn er Real Madrid verlassen wolle. Dann habe ich euch ja schon mal aufgeklärt, dass er gerade mental nicht auf dem absoluten Höhepunkt ist. Und das ist auch ein Punkt, der mir extrem aufgefallen ist, aber nicht nur mir, auch anderen Journalisten.
Und zwar Xabi Alonso scheint sich beim Training immer sehr intensiv um Rodrigo zu kümmern. Der macht ganz oft, gibt es 1-zu-1 Situationen, wo er ihn sagt, geh hier lang, geh hier lang. Also er scheint echt mit Rodrigo zu arbeiten. Und der Brasilianer, der scheint das auch zu genießen. In seinen Social-Media-Accounts schreibt er glücklich, also feliz, etc. Es scheint alles in den richtigen Bahnen zu laufen. Ja, und dann wurde dazu zu diesem Thema Fabrizio Romano gefragt. Und ihr wisst, wenn Fabrizio Romano was sagt, dann höre ich zu. Hören wir uns mal an, was der Italiener zu Rodrigo zu sagen hat. Der heute sein neues Shirt präsentiert hat. Sehr schön, sehr schön. Hier hast du es. Du hast mir gesagt, dass es dich ein wenig an das Trikot aus der Capello-Liga von Van Nistelrooy erinnert. Es stimmt schon, es hat tatsächlich einen ähnlichen Stil. Ja, von Ruud van Nistelrooy. Ich erinnere mich an dieses Madrid. Von Fabio Capello, Italiener wie ich als Trainer. Also ja. Nun, bei der Präsentation des Trikots, und das wird ja auch oft diskutiert, wenn jemand das Trikot präsentiert, dann heißt das, er bleibt oder er bleibt nicht. Auf Marktthema. Aber Rodrigo war bei der Präsentation dabei. Wie ist die Situation von Rodrigo Gomez? Ich sag dir, es wird sehr viel über Rodrigo in der Presse bezüglich seiner Zukunft gesprochen. Aber nach dem, was ich höre, hat Rodrigo bisher Real Madrid nichts mitgeteilt. Er hat nicht gesagt, dass er gehen will. Er hat Xabi Alonso nichts gesagt. Deshalb ist die Situation weiterhin ziemlich ruhig. Ich denke, wenn Rodrigo in den nächsten Wochen merkt, dass es nicht viel Platz oder nicht das richtige Gefühl mit Xabi gibt, könnte sich das ändern. Aber im Moment bleibt die Situation sehr ruhig. Rodrigo möchte bei Real Madrid spielen, daher ändert sich die Situation vorerst nicht. Es gibt großes Interesse vom Arsenal. Wir erwähnen Arsenal weiterhin, weil sie, wie ich dir gesagt habe, einen sehr wichtigen Flügelspieler verpflichten werden. Rodrigo ist der Traum. Dann gibt es noch Nico Williams, es gibt diese Spieler, aber im Moment gibt es kein Angebot. Und ich glaube nicht, dass Madrid, nach dem, was ich höre, weniger als 85, 90 Millionen akzeptieren wird. Es muss nahe an 100 Millionen Euro liegen und ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird, Rodrigo diesen Sommer zu verpflichten. Ja, ihr habt es selber gehört. Noch scheint alles gut. Ein Rodrigo hat Real Madrid nicht kommuniziert, dass er Real Madrid verlassen möchte. Er wartet erstmal auf die Entwicklung ab. Wie sehen seine Einsatzzeiten bei der Club-WM aus? Wie wichtig ist er unter Xabi Alonso? Und selbst wenn er sich dann entscheiden sollte, vielleicht ist ein anderes Ziel das Bessere für mich, weil ein Vini die Nase vorne hat, weil ein Mbappé die Nase vorne hat, etc. Selbst dann ist Real Madrid nicht bereit, ihn zu verschenken. Die Summe muss schon sehr nah an 100 Millionen Euro kommen. Und die Mannschaft, die am interessiertesten wirkt, ist Arsenal. Wobei ich persönlich in Manchester City auch nie aus dem Rennen nehmen würde. Es ist ja absolut verrückt, was Manchester City da gerade ausgibt. Ich glaube, die haben jetzt schon wieder 150 Millionen ausgegeben, nachdem sie im Winter 220 Millionen ausgegeben haben. Wenn ich mich nicht täusche, 370 Millionen in 2 Transferfenstern. Und keiner redet darüber. Als wenn es normal wäre, die Transfers verschwinden einfach. Ja, ich sage es euch immer wieder, die traditionellen Mannschaften wie Madrid, Bayern etc., Liverpool wahrscheinlich auch, kämpfen gegen diese Ölmannschaften und die spielen einfach mit ihren komplett eigenen Regeln. Das ist eigentlich so eine Wettbewerbsverzerrung, aber das ist nicht das Thema, auf das ich heute eingehen wollte. Absolut verrückt, was Manchester City sich in der Welt des Fußballs erlauben darf. Ja, wie dem auch sei, was der Fabrizio Romano gesagt hat, ist natürlich normal. Klar, ein Rodrigo möchte erstmal sehen, wie sieht die Zukunft von ihm aus? Kriegt er unter Xabi Alonso eine Chance? Oder wird er wieder der Spieler sein, der das schwächste Glied in der Mannschaft? Und ich kann den Rodrigo, wie gesagt, verstehen. Ein Rodrigo hat an sich das Potenzial, einer der besten Spieler der Welt zu sein, wenn er endlich mal auf dem linken Flügel dauerhaft spielen dürfte. Ein Rodrigo hat das Potenzial, dir im Champions League Halbfinale gegen Manchester City einen Doppelpack in ein paar Minuten zu machen. Aber ein Rodrigo kann genauso gut 2 Monate verschwinden. Und das ist, was die Madrid-Fans an Rodrigo so ein bisschen ärgert, dass er keine Kontinuität hat, zumindest nicht in den Zahlen. Ich glaube, in seinen letzten 12 Spielen für Madrid hat er 1 Tor. Also viel zu wenig für einen Starter von Real Madrid. Ja, und so kann es nicht weitergehen. Das Gleiche sieht der Spieler so und Real Madrid oder sieht es ähnlich. Es ist normal, dass Madrid ihn jetzt auch nicht auf den Markt stellt. Denn sonst sagen sich die Mannschaften, ach, ihr wollt den loswerden, alles klar, wir bieten euch 40 Millionen oder was auch immer. Jede Mannschaft spielt zurzeit ihre Karten. Ja, und wie ist die Situation bei Real Madrid noch? Könnte vielleicht Rodrigo gehen oder wechselt vielleicht noch ein anderer? Denn bei Cadena Ser kam gestern ein Insider oder haben Informationen gegeben. Und als ich am Ende einen Namen gehört habe, war ich extrem verblüfft. Hört euch das mal an.
Abgesehen von dem Geld, das die Clubs ausgegeben haben, am meisten der City, aber auch Madrid steht nicht schlecht da. Sie haben 70 Millionen ausgegeben und es fehlen noch die Ausgaben für Carreras und andere, die nach der Club-WM verbucht werden. Aber wird jemand gehen, Xavi? Nun ja, irgendjemand wird gehen. Was in der vergangenen Saison passiert ist, ist etwas, das es noch nie gab. Dass Mbappé kam und niemand den Verein verlassen hat. Bei Madrid machen wir eine schnelle Zusammenfassung der Spieler, die gegangen sind, wenn ein anderer kam. Zum Beispiel ging Di Maria, der ein großartiger Spieler war, weil James kam. Özil ging, weil Gareth Bale kam. So war es immer bei Madrid, außer im vergangenen Jahr, als niemand gegangen ist und Mbappé kam. In diesem Jahr müssen offensichtlich nicht nur einer, sondern noch ein paar weitere Spieler gehen, denn das, was du an Gehalt von Spielern wie Lucas Vazquez oder Luka Modric einsparst, Vallejo lasse ich mal außen vor, reicht nicht aus, es muss jemand gehen. Jetzt zu Rodrigo. Zuerst muss man ihn mental wieder aufbauen. Das ist ein Thema, an dem der Verein arbeitet, über das er aber nicht sprechen möchte, was ich sehr gut finde, und ich werde auch nicht derjenige sein, der darüber spricht. Holen Sie zuerst Rodrigo zurück. Daran arbeitet Xabi Alonso, wie man mir erzählt hat, sehr intensiv. Und zwar nicht nur so, wie es in den Videos von Real Madrid zu sehen ist, sondern die Spieler nehmen die Botschaft von Xabi Alonso wirklich auf, was für mich ein absoluter Glücksgriff ist. Schauen wir mal, was bei der Club-Weltmeisterschaft passiert. Und die Frage ist, ob sie es schaffen werden, denn die Mannschaft ist knapp besetzt. Viele Spieler sind am Limit. Abgesehen davon, dass das Team dieses Jahr, manche werden sagen, das sagt man erst jetzt, aber die Mannschaft hat nicht überzeugt. Auch nicht physisch, obwohl Pintus, derselbe wie zuvor, da ist. Auch fußballerisch hat es nicht gepasst und der Verein glaubt zwar, dass sie es schaffen können, aber wir werden sehen, was passiert. Es kommen Spieler dazu, die in Hausen kommt, Fußballer, die etwas beitragen werden, aber selbst mit ihnen und zwei weiteren Spielern wie Carvajal und auch Militao, wir werden sehen, ob das für Madrid reicht oder nicht. Das heißt, wenn Rodrigo nicht spielt, nun, es gibt noch mehr Spieler bei Madrid. Und wir alle wissen, dass es noch mehr Spieler bei Madrid gibt, falls ein Angebot kommt, das bisher nicht eingegangen ist. Madrid hat sich im vergangenen Jahr nicht von Rodrigo getrennt, weil es kein Angebot gab. Bellingham wird nicht gehen. Deshalb sage ich das, weil er nicht gehen wird. Aber es gibt noch mehr Spieler. Wenn du den Kader von Madrid anschaust, gibt es mehr Spieler. Mbappé wird auch nicht gehen. Natürlich, er ist gerade angekommen und Madrid behält ihn, weil Verde bleibt. Könnte Camavinga gehen? Camavinga? Zum Beispiel, schauen wir mal, was mit Camavinga passiert. Was? Eduardo Camavinga? Mein Lieblingsspieler? Oder mit meinem Lieblingsspieler? Wo kommt das denn her? Natürlich war die Saison von Eduardo Camavinga nicht die beste. Er hatte 3 lange Verletzungen. Aber bei ganz Real Madrid lief es ja nicht gut. Und ich weiß auch, Eduardo Camavinga hat in dieser Saison vielleicht nicht den Step gemacht, den viele Madridistas sich erhofft haben. Aber das liegt unter anderem natürlich auch an dem Trainer. Wir haben oft genug über die Situation bei Real Madrid diese Saison unter Carlo Ancelotti geredet. Immer wieder die gleichen haben gespielt. Ein Eduardo Camavinga, wenn er verletzt war, kam er nach Verletzungen direkt wieder rein. Hat natürlich auch unter Schmerzen gespielt und zack, die nächste große Verletzung. Also, ich würde sagen, wir beruhigen uns. Ich verstehe, dass Real Madrid einen Transfer machen muss, der wehtut. Ich verstehe auch, dass ein Rodrigo eventuell gehen muss für dann 100 oder 90 Millionen oder wie viel auch immer. Dafür habe ich Verständnis. Aber ein Eduardo Camavinga ist ein toller Fußballer, hat seine ganze Fußballkarriere noch vor sich und ist, glaube ich, ein Spieler, der besonders unter Xabi Alonso Real Madrid viel helfen kann. Er kann als linker Verteidiger spielen, als Sechser, als Achter. Also meiner Meinung nach wäre Camavinga auf jeden Fall ein Kandidat, den ich nicht verkaufen würde. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Wäre Camavinga für euch ein Verkaufskandidat? Also wie gesagt, ich persönlich war ein bisschen geschockt. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Ja, das ist die Aktualität aus der Welt von Real Madrid. Trent Alexander-Arnold wurde begrüßt, naja, von der Presse nicht so gut. Aber Emilio Butragueño und die Madridistas werden ihm die Wärme geben, die er will. Heute hat er sein erstes Training. Ich freue mich schon drauf, werde mir das anschauen. Und ja, der aktuelle Stand von Rodrigo. Noch ist nichts klar, aber so ein bisschen, erlaubt mir da mal meine Meinung, scheinen die Richtungen auseinander zu gehen. Das ist aber so ein Gefühl. Und dann zu Eduardo Camavinga. Mich hat das komplett geschockt. Ja, lasst das bitte in den Kommentaren. Und wenn ihr schon mal da seid, dann lasst teilen, followen etc. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Ich bin auf der Jagd nach den 10.000. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal sage. Aber ich bin sehr nah dran. Würde mich freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Ja, wir sehen uns morgen wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin. A la Mani!